Hi Leute und willkommen bei Rollerfix. In diesem Video wechsle ich die Variomatik an dem SYM Jet 14 125 Kubik, wie man den Wechsel selbst in Werkstattqualität durchführt und welche Kosten auf einen zukommen, zum Beispiel für Ersatzteile. Das gibt es in diesem Video. Bleibt dran. Der Hersteller schreibt den Wechsel bei 12.000 Kilometer vor. R heißt hier R ersetzen. Bei 15.000 ungefähr habe ich nur den Riemen gewechselt, also ist heute die ganze Variomatik dran, denn der Roller hat mittlerweile knapp 28.000 auf dem Tacho. Ich wechsle heute den Riemen. Den habe ich zwar schon bei 15.000 Kilometern gewechselt, aber plus 12.000, die vom Hersteller vorgeschrieben sind, wären wir bei 27.000, müsste er gewechselt werden. Der Roller hat schon knapp 28.000, also ist er fällig. In Herstellerqualität, und das empfehle ich wirklich, keinen Billigriemen zu kaufen, der hält wirklich top. In Herstellerqualität kostet er 65,71 Euro. Die Variomatik, genauso wie die hier liegt, also das Gesamtpaket mit den passenden Gewichten dazu, kostet 74,96 €. Dieses Stück Metall, die Steigscheibe, erstaunliche 35,03 Euro. Die Vario-Hülse 13,52 €. Die Unterlegscheibe 2,88 € und 1,29 € für die Fixiermutter. Wer aber nicht das gesamte Paket kaufen möchte, weil einige halten den Wechsel der gesamten Variomatik für unnötig und wechseln nur die Gewichte. In diesem Video werden wir uns anschauen, was die Gewichte wiegen und welche Maße sie haben, sodass man die Gewichte auch separat bestellen kann. Also legen wir los und machen den Variodeckel auf. Dafür braucht man eine 8er Nuss. Eine kleine Verlängerung ist gut und eine Ratsche. Muss keine große Ratsche sein. Die Schrauben sind nicht sehr fest angezogen. Was ich noch empfehlen würde vielleicht, wäre die Dichtung für den Variomatikdeckel zu bestellen. Ich bestelle die nie mit, ich verwende die alte. Müsst ihr so nicht nachmachen. Ich würde außerdem empfehlen, die Schrauben so auszulegen, dass man weiß, welche Schraube wohin kam. Es gibt nämlich Roller, bei denen es 1 oder 2 Schrauben in anderer Länge gibt. Und die müssen dementsprechend an dieselbe Stelle wieder reinkommen. Und gerade habe ich davon gesprochen und ich merke, es gibt doch 2 unterschiedliche Längen, beziehungsweise 3 unterschiedliche Längen. Eine kurze und eine lange. Die lange kommt hier hin, die kurze hier in der nächsten Öffnung und die alle anderen haben gleich Länge. So kann man sich das auch merken. Wer den Variodeckel noch nie abgemacht hat, könnte es schwer sein, den abzuziehen. Dann sucht man sich zum Beispiel so eine Stelle. Man kann sich hier zwischen den beiden Teilen gegenstützen, zum Beispiel mit einem Maulschlüssel und den Deckel raushebeln. Ihr müsst aber aufpassen, irgendwo im Variodeckel können Führungshülsen sitzen, zum Beispiel eine hier unten, eine da oben, dass wir sie nicht verbiegen und nicht kaputt machen. Und falls sie rausfallen, natürlich, dass wir sie nachher wiederfinden. So, und wenn wir sie gelöst haben, können wir sie vorsichtig abziehen. Hier muss man auch aufpassen, einige Modelle, vor allem die gedrosselten von 50 Kubik, haben hier noch manchmal einen Abnehmer für die Drehzahl. Dann würde hier eine kleine Leitung noch durchgehen. Man muss aufpassen, dass man sie nicht abreißt. Und da haben wir schon unsere Variomatik. Hier die Steigscheibe, die wir hier hatten. Mit der Mutter, Unterlegscheibe, Riemen und so weiter. Was man noch machen könnte, man könnte direkt auch die Kupplung bestellen. Die kostet aber, ich will jetzt nicht lügen, irgendwas um die 300 €. Und ich wollte jetzt nicht auf Verdacht 300 € ausgeben, wenn die Kupplungsbelege hier noch gut sind. Deswegen, wir bauen das jetzt ab und schauen uns die Belege an. An einem Werktag könnte man das einfach mit einem Schlagschrauber lösen, sowohl die als auch die. Wir arbeiten heute stattdessen mit einem Blockierwerkzeug. Wenn ich einen Link finde, packe ich den auch in die Videobeschreibung. Man hat hier so einen Nöppel,
2 dicke und 2 dünne. Man muss nur schauen, welche hier in die Öffnungen reinpassen. Da sind hier die dünnen. Damit kann man die Steigscheibe fixieren. Okay, ich merke gerade, die Öffnungen sind noch schmaler als die dünnen Nöppel. Das werden wir so nicht hinkriegen. Deswegen blockiere ich die Lüftungslamellen. Hier muss man sehr gut aufpassen. Ich werde die Steigscheibe ja wechseln. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn die Lamellen brechen. Wer die Steigscheibe behalten möchte, sollte vielleicht einen anderen Weg suchen, wie man das löst. Zum Beispiel mit einem Schlagschrauber oder irgendwie anders fixieren. Man kann sich auch behilflich machen, indem man das Teil nicht mit der Hand halten muss, sondern gegen irgendwas anlehnt, was fest verbaut ist. Okay, die ist hier viel zu fest drin. Und dann verwende ich mal meine Geheimwaffe. Und mit einem Hebel, der lang genug ist, funktioniert das. So. Und was ich gerade merke, ist hier die alte Variohülse mit der Variomatik. So lässt sie sich leicht drehen. Wenn man sie etwas rauszieht, bleibt sie da haken. Ich weiß nicht, ob das so muss. Ich würde fast behaupten, nein. Der hatte auch schon ziemliche Riefen hier innen drin. Ja, die Gewichte sind nach knapp 28.000, aber noch ziemlich gut, muss ich sagen. Klar, die haben kleine Kanten abgefahren, aber jetzt nicht so schlimm. So, und jetzt habe ich ja versprochen, dass wir uns anschauen, welche Gewichte verbaut sind. Hier sind 11,6 Gramm. Ich nehme noch einen zur Gegenprobe. 11,6. Dann einen von den neuen. Oh, 11,3. Das ist interessant. (11,3). 0,3 Gramm leichter. Das mag ich nicht so sehr, ehrlich gesagt. Es kann sein, dass er ein bisschen besser im Anzug sein wird. Dafür wird er aber etwas höher drehen und das mag ich nicht. Kann sein, dass ich mir dann doch die separat nochmal bestellen werde in 11,6. Ich fand die Performance von denen ziemlich gut. Der hatte eine gute Laufruhe, eine Endgeschwindigkeit von ca. 100 km/h, also 99, 100 km/h. Ich muss schauen, wie er sich mit denen macht. Und die Maße ist 20 mal 15, also 20 mal 15, 11,6 Gramm. So, jetzt merken wir hier, den Riemen kriegen wir so nicht raus, weil er tief im Gehäuse hinter der Kupplung liegt. Also müssen wir auch die Kupplung lösen. Auch hier kann man das Blockierwerkzeug verwenden. Okay, ich muss mich geschlagen geben, bevor ich hier den Boden zerstöre. Durch das Kratzen des Blockierwerkzeugs verwende ich doch den Schlagschrauber. Den Schlagschrauber habe ich übrigens von Einhell, auch keine Werbung, bei ATU gekauft. Das einzige, wofür ATU gut war, meiner Meinung nach. Es gab bisher keine Schraube, die ich damit nicht lösen konnte. Okay, interessant, die sitzt hier auch fest.
Panzermaß. Das ist der ganze Abrieb, der ganze Dreck vom Riemen, denke ich mal. So schwarz wie es aussieht. Auch hier gibt es zum Beispiel Verschleißgrenzen. Hier reiben ja die Kupplungsbeläge hier innen drin. Und da könnte man jetzt den Durchmesser ausmessen, ob die Verschleißgrenze erreicht ist. A, es ist schwer, die Daten rauszukriegen. Das ist kein sehr verbreitetes Modell und ich habe keine Daten darüber gefunden. Aber hier gibt es so eine Spur, bis wohin die Belege sind. Bis wohin es blank geschliffen ist. Und wenn man mit dem Finger drüber geht, merke ich überhaupt gar keine Grenze. Das heißt, der Verschleiß ist so minimal, dass da wahrscheinlich noch nicht wesentlich viel Material abgetragen wurde. Leider gibt es auch für die Belege, zumindest habe ich keine gefunden, für die Kupplungsbelege keine Daten. Aber da sind noch ca. 4 mm, das sieht für mich optisch gut aus. Die sind auch nicht verfärbt, nirgendwo gibt es auch nicht an der Kupplungsglocke irgendwelche blauen Verfärbungen, was für eine zu hohe Hitzeentwicklung sprechen würde. Also die würde ich erstmal so nicht wechseln. Gucken wir uns hier die beiden Ringe an. Einmal hier, ob es hier nasse und dichte Stellen gibt. Und einmal hier, die SEMA-Ringe. Aber das sieht gut aus. Was mir hier nicht so gut gefällt, sind hier die Schleifspuren des Riemens. Aber ich hoffe, das wird mit der neuen Variomatic dann behoben sein. Das muss ich beobachten. Bevor ich den neuen Riemen einsetze, werde ich in etwa vergleichen mit dem alten. Das sieht so gut aus. Dann wird natürlich hier die Laufrichtung beachtet. Der dreht sich so rum nach den Pfeilen. Die Seite machen wir natürlich auch sauber. Hier müssen wir jetzt die Kupplung etwas zusammendrücken, um den Riemen etwas tiefer aufzusetzen. Das wird gleich nötig sein, wenn wir die Vario einsetzen. So ist in Ordnung. Dann schieben wir den durch. So, für die Kupplungsglocke habe ich den Drehmoment von 55 Newtonmeter herausgefunden. Das hatte sich am Anfang, wo ich die gelöst habe, nach viel mehr angefühlt. Aber ich muss schauen, ob ich die 55 überhaupt so hinkriege. Ansonsten mache ich das einfach mit dem Schlagschrauber. 3 Schläge reicht meistens aus. Ja, also das fühlt sich auch für mich gut an. Ich glaube, fester muss es wirklich nicht sein. So, und jetzt gucken wir hier. Das sind die alten Teile. Da sind die neuen Teile. Und was mich interessiert ist, wie sich diese Vario-Hülse in der neuen Variomatic verhält. Okay, also die ist komplett freigängig. Die hat so kein Spiel. Ist aber komplett freigängig. Lässt sich auch komplett einfach rausnehmen. Ja, und die bauen wir ebenso in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Erst kommt die Variomatic rein. Ihr müsst den Teller hier hinten festhalten, damit die Gewichte nicht rausfallen. Dann kommt der Riemen drauf. Vielleicht werden wir den Riemen doch ein bisschen breiter setzen müssen. So ein bisschen weiter nach vorne, damit die Steigscheibe bis zum Anschlag hier aufsitzt. Weil sonst können wir hier vielleicht sehen, steht der Riemen ein bisschen hervor. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und würde es hindern, die Scheibe aufzusetzen. Die Steigscheibe korrekt aufsetzen. Dann die 288 drauf. 1,29 drauf. Auch hier werde ich 55 Newtonmeter festziehen.
Dann drehe ich die erstmal per Hand durch, damit sich der Riemen setzt, damit er hier weiter nach außen kommt und hier weiter nach innen. Und somit sind wir fertig. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf. Bevor wir das aber machen, können wir versuchen, den zu starten. Wir wollen ja auch sicher gehen, dass sich hier nichts löst. Hier müsst ihr aber aufpassen, es gibt Roller, die den Anlasser bzw. den Anlasserfreilauf irgendwo lose haben. Da könnte man den natürlich mit dem E-Starter nicht starten. Bei diesem Roller ist es kein Problem. Okay, das sieht soweit ganz gut aus, also kann ich den Deckel hier zumachen. Ich werde natürlich erstmal gucken bei einer Probefahrt, wie er sich mit diesen Gewichten schlägt. Und gegebenenfalls, wenn das Fahrverhalten mir nicht so gut gefällt wie das Original, mit originalen Gewichten, kann man die Gewichte ja immer noch ersetzen. Jetzt kommt die lange Schraube hier unten rechts an der Ecke, aber erstmal nur ganz leicht handfest. Die kürzere direkt daneben und die anderen würde ich einfach über Kreuz anziehen, damit sich hier nichts verzieht. Wenn alle Schrauben drin sind, genauso über Kreuz anziehen. Und weil häufig die Frage kommt, wo ich die Teile für diesen Roller kaufe, packe ich 2 Links unten in die Videobeschreibung. Das ist keine Werbung, ich bekomme davon weder Provision noch irgendwelche Boni. Das sind nur 2 Händler, die Originalteile für Sim liefern. Dementsprechend ist natürlich der Preis. Aber wenn man dort kauft, weiß man, dass die Teile definitiv in den Roller oder in das jeweilige Fahrzeug passen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und in der ersten Woche über einen Hype sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, um weitere Videos, Reparaturanleitungen, Blabla-Videos und anderen Content nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.